Das ist der Dayton GT-R 548, ein 5 Zoll FPV Racer, die 4S-Version. Es gibt auch die 6S-Version, die für 6S LiPo Akku ist. Das ist eine super Drohne mit Premium-Komponenten wie die Mamba 2207 Motoren, die 2750 kV haben, mit guten gekrümmten Magneten, sodass die Lücke zwischen dem Magneten und dem Rotor sehr klein ist. Die Propeller sind Gemfen Hurricane 51499 und der Stack ist der gute Mamba F4 Stack mit 40 Ampere ESC Board. Im Lieferumfang ist ein weiterer LiPo-Klettband und eine andere blaue Haube mit einer Hai-Flosse. Aber ich finde den flachen Carbondeckel für eine GoPro geeigneter. Sonst liegen noch viele Ersatzschrauben bei. Geflogen wird der Racer mit der Fatscha KDO-Brille und dem Taranis X9D Sender. Die Arme von dem Frame sind 5 mm dick. Die Motoren sind nur an 2 Schrauben befestigt, da die Arme so schmal sind. Auf dem F4FC sitzt oben ein Unified TBS Videosender mit zusätzlichem Elco für die Bildentstörung. Hinten die kompakte Lollipop 2 Antenne. Und vorne dieser gute Fuchsia Predator V3. Geflogen wird mit dem guten Airline Tattoo Akku mit 1500 mAh 4S. Die Mamba Motoren mit der hohen Drehzahl von 2750 kV sind super, liefern eine mega super gute Beschleunigung, da der Dayton wegen den dünnen Rahmen auch noch sehr leicht ist, spürt man nur die volle Geschwindigkeit. Ein extrem schneller FPV-Racer, der jedem erfahrenen Piloten richtig Spaß macht. Wegen den starken Motoren würde ich den auch nur guten Piloten empfehlen. Jetzt zu FPV. Ich bin recht spät am Abend den Dayton geflogen, so war die Sonne schon weg und es wurde langsam dunkel. Trotz der Dämmerung hatte ich dank der Predator V3 FPV-Kamera ein super Bild. Ich konnte noch alle Details in der Umgebung sehen und sicher fliegen. Bei anderen Kameras wäre das Bild zu matt und zu körnig, aber bei der Fuchsia ist ein super Bild. Zwar kann man das hier bei der FPV-Aufnahme von der Fatscha KDO-Brille nicht so richtig erkennen. Das muss man einfach selber mit FPV-Brille sehen. Viele stört vielleicht auch der Blaustich der Kamera oder das zu starke digitale Filterung der Farbverläufe. Aber das stört beim Fliegen mich überhaupt nicht. Lieber gute, scharfe Kontraste als ein schlechtes, verschwommenes, buntes Bild. Schließlich möchte ich perfekt fliegen und nicht mir später perfekte FPV-Farben bei schlechten Auflösungen ansehen. Dafür gibt es eine GoPro, die man auf den Racer setzen kann. Also der Dayton GT-R 548 ist gerade mein bester FPV-Racer, den ich super gerne fliege.